Ja, wir haben Bad Salzuflen gerade verlassen und es ist noch ein bisschen bedeckt. Heute Morgen soll es sogar ein bisschen geregnet haben. Heute sind bis zu 28 Grad angesagt, wird also wieder knackig warm. Heute haben wir rund 280, 290 Kilometer vor uns, also ein gutes Stück. Wir hineintauchen ins Weserbergland und unser Ziel heute ist Hannover-Schmünden, quasi am Ursprung der Weser. Das Schloss Brach hat eine lange Geschichte und erhielt erst später seinen Weser-Renaissance-Stil. Wer das ganze Thema vertiefen möchte, findet im Schloss auch das Weser-Renaissance-Museum, welches seinen Besuchern zeigt, wie es in der Weserregion zwischen Reformation und Dreißigjährigen Krieg zuging. Ich stehe am Hermannsdenkmal bei Detmold. Die Statue vom Armenius, dem Cherusker-Fürsten, wurde 1875 erbaut und war dann für etwa 10 Jahre lang die höchste Statue der westlichen Welt. Dann wurde die Freiheitsstatue in New York fertiggestellt. Die Statue erinnert an Armenius, den Cherusker-Fürsten, der irgendwo hier, wir sind hier im südlichen Teutoburger Wald, also irgendwo im Teutoburger Wald, die Schlacht gegen die Römer geführt hat. Ja, die Straße der Weser-Renaissance führt uns auch durch den Teutoburger Wald. Auf diesem Stück sind die Highlights hochfrequentiert gelegt. Wir waren ja schon im
Schloss Brake mit dem Weser-Renaissance-Museum. Dann waren wir am Hermannsdenkmal und gleich sind wir an den Externsteinen, die wir uns auch angucken wollen, wenn wir schon mal hier in der Gegend sind. Quasi nur ein Steinwurf vom Hermannsdenkmal entfernt sind hier die externen Steine. Eine Sandsteinformation, die ziemlich interessant aussieht und auf die man auch gerne draufklettern kann. Aber dafür sollte es am besten nicht allzu warm sein mit einer Motorradkombi an. Auf kleinen, sanft geschwungenen und wenig befahrenen Straßen kommt man im Weserbergland oft zügig voran. Wir nähern uns Schloss Schwöbber, heute einem Luxushotel mit angeschlossenem Golfplatz. Ich hätte ja schon gerne übernachtet, aber 250 € die Übernachtung ist dann doch ein bisschen viel für so eine Motorradtour. Aber gucken darf man hoffentlich mal gratis. Schloss Schwöbber geht zurück auf Hilmar von Münchhausen. Der erwirtschaftete damals immense Reichtümer als Söldnerführer und legte das Geld unter anderem in diesen Anwesen an, aber auch in Rinteln und Erzen.
Hätte der Gärtner schon die Hecke geschnitten, könnte man auch die tolle Parkansicht genießen. Googelt das Schloss einfach, falls ihr diese Ansicht auch mal sehen möchtet. Als Meisterwerk der Weserrenaissance gilt das Schloss Himmelschenburg, das man auch besichtigen kann. In jedem Fall eignet es sich für einen Stopp, denn auf der anderen Straßenseite lässt sich mit Schlossblick im Schlosscafé eine verdiente Pause einlegen. So, ein bisschen was zur Rehydrierung.
Das im Privatbesitz befindliche Schloss Tienhausen ist für mich eines der romantischsten Schlösser auf der Tour. Es entstand hier ab etwa 1606 unter Einbeziehung anderer älterer Gebäudeteile. Auf Einladung des damaligen Schlossherrn August von Haxthausen sollen unter anderem die Gebrüder Grimm hier zeitweise gewohnt und gearbeitet haben. Heute ist im Schloss auch die Außenstelle eines Standesamtes untergebracht. Im Normalfall darf man das Gelände sonst nämlich auch wohl nicht betreten. Ich bin hier Anfang September unterwegs und es sind noch fast 30 Grad. Und man hat während der Tour kilometerweite Ausblicke. Wirklich herrlich, besser geht's nicht.
Das 1761 fertiggestellte Lustschloss Wilhelmsthal des Landgrafen Wilhelm VIII. Von Hessen-Kassel nahe Kassel gehört zwar nicht zur Weserrenaissance, ist aber für Interessierte sicherlich dennoch spannend, denn es zählt zu den bedeutendsten Rokokoschlössern nördlich des Main. Ein nettes Stück Bundesstraße hier, das relativ kurzweilig fahren lässt, einigermaßen kurvenreich und schlängelt sich schön entlang der Ufer der Fulda, ist das, meine ich hier. Hannover-Schmünden hat eine wunderschöne Altstadt. Ich war hier schon mehrfach, heute bin ich allerdings recht spät dran, habe leider noch gerade genügend Licht für ein paar Aufnahmen am Weserstein, sonst hätte ich euch gerne mehr von der Stadt gezeigt. Wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihre Namen büßen müssen. Und hier entsteht durch diesen Kuss Deutsch bis zum Meer der Weserfluss. Hannover-Schmünden, der 31. Juli 1891. Ich stehe hier am Weserstein, ja, und wie der kleine Reim hier zeigt, Werra und Fulda fließen hier zusammen und bilden hier die Weser. Die Weser hat keine eigene Quelle, so wie manch anderer Fluss, sondern fließt hier eben aus zwei Flüssen zusammen. Im dritten und letzten Teil geht es dann in der östlichen Hälfte des Weserberglands weiter. Klickt gerne wieder rein.